Servus da draußen, nur ein kurzes Zwischenspiel. Und zwar heute geht es endlich weiter mit dem zweiten Teil zu War Gods. Also im ersten Teil habe ich euch einen kurzen Überblick gegeben, was ist War Gods of Aegyptus, und heute geht es dann weiter explizit mit dem Thema Armeezusammenstellung und dann noch die weiteren Systeme, eben War Gods of Olympus und Hyperborea zum Abschluss des Ganzen. Ich musste damals einen kleinen Schnitt machen und habe mich dazu dann entschieden, eben das Video 2 zu teilen, weil ich schon gesehen habe, dass wir schon bei über 15 Minuten sind. Und daher hier jetzt da eben der zweite Teil des Videos zu War Gods. Also viel Spaß dabei. So, hier bin ich nun wieder. Ich musste kurz skippen, weil ich schon viel zu weit im Buch war. Deswegen habe ich hier die Seiten nicht gefunden, weil ich es mir vergessen habe zu markieren, über die ich jetzt sprechen wollte. Und zwar das Thema Erschaffung des Harbingers bzw. wie man eine Armee aufbaut. Und weil das ist eben das, was ich vorher schon ein bisschen so gemeint habe, dass man eben nicht dieses typische System hat, beziehungsweise schon irgendwie, dass man aber eben auch ein bisschen in Richtung dieses Kampagnenspiels eben geht. Und zwar deswegen, weil das Ganze startet hier mit dem Thema Erschaffung eines Harbingers. Dort entscheidet man sich für eine der Gottheiten. Das heißt, wenn ich dann meine Armee zusammenbaue, gehe ich nicht her und sage, ich spiele jetzt da zum Beispiel die Dunkelelfen oder die Zwerge, so etwas gibt es hier natürlich eh nicht, sondern oder irgendeine andere Fraktion, sondern ich gehe eben her und ich entscheide mich für zum Beispiel einen Harbinger des Sobek, zum Beispiel hier, oder einen Harbinger des Anubi, also des Anubis. Und das bestimmt dann alles weitere, wie ich meine Armee aufbaue. Für eben ein typisches 1000-Punkte-Spiel gehe ich dann hier, und wenn wir hier das Beispiel beibehalten mit Anubis, ich wähle einen Harbinger des Anubi. Dieser startet hier mit diesen Profilwerten, kostet mir 100 Punkte und plus 25 Punkte für jeden K-Wert. K-Wert ist so etwas wie die Macht eines Harbingers. Es wird 1000 Punkte Turnier gespielt und mit einem Harbinger der Stufe 1, das ist eben das, mit dem man hier beginnt, der kostet dann eben 100 Punkte plus 25 Punkte, weil er eine K bekommt, den K-Wert von 1, und der erhöht sich jetzt auch im Zuge des Turniers nicht. Daher kostet dann dieser Harbinger 125, der maximal 1000 Punkte und hat hier dafür eben, wie schon gesagt, dann dieses Profil. Und dazu aufgerechnet, wie eben bekannt, werden dann noch Ausrüstungsgegenstände wie Waffen oder was auch immer, Rüstung, die er dann noch bekommt, wenn er da was Spezielles haben sollte. Ist alles auch in diesem Buch erklärt. Aufbau der Armee. In dem Fall, wie gesagt, als Beispiel 1000 Punkte. Wir haben davon zu Beginn für die Erschaffung des Harbingers schon mal 125 Punkte ausgegeben und den Rest können wir jetzt in Einheiten investieren. Dabei läuft das Ganze so ab, dass wenn ich ein Harbinger des Anubi bin oder eine dementsprechende Anubi-Armee aufstelle, kann ich alle Einheiten, die zu den Anubi gehören, unbegrenzt mitnehmen. Davon kann ich so viele mitnehmen, wie ich eben möchte. Dann gibt es eben noch normale Menschen, die eben jetzt nicht Anubi sind, sondern wirklich richtig ganz normale Menschen. Das sind dann mehr oder weniger so die schwächsten Krieger und mehr oder weniger die Zivilisten auch in den Städten, die bewohnt sind, die in allen Städten eben vorkommen, und die kann man auch mitnehmen, aber eben nur in einem gewissen Verhältnis, beziehungsweise die sind auch möglich mitzunehmen. Unterscheidet sich dann immer ein bisschen, ob und wie viele man mitnehmen darf, aber es ist ähnlich gehalten wie mit den Einheiten, die zum Harbinger gehören. Das heißt, Anubi-Krieger, wenn ich sage, ich spiele einen Harbinger des Anubis, kann ich eigentlich beliebig viele Anubi-Einheiten und auch normale Menscheneinheiten, die dann eben schwächer sind, mitnehmen. Und alle anderen Einheiten von den anderen Göttern sind jetzt nicht für mich in irgendeiner Weise verboten,
aber sie sind halt eingeschränkt. Die agieren dann als eine Art Söldner oder das sind eben dann Einheiten, die einfach zwar nicht den gleichen Gott anbeten, die aber dort in dem Reich oder in der Stadt des Habingers leben, weil sie zum Beispiel dem seine gleichen Ansichten vertreten und ihn daher unterstützen. Und das wird so ein bisschen mit diesen Regeln abgebildet. Das heißt, ich könnte jetzt da zum Beispiel sagen, ich spiele eben als Hauptfraktion eine Armee des Anubi und habe dann zum Beispiel die Sebeki, eben der Krokodilgott. Von dem habe ich dann ein bzw. zwei Söldnerregimenter für den Nahkampf dabei, weil die eben mit ihren dicken Schuppenpanzern 2 Lebenspunkte haben und daher recht defensiv stark sind. Und so kann ich diese zusätzliche Defensivkraft dann eben in meine Armee mit reinbekommen. So funktioniert dann eben der grundsätzliche Armeeaufbau. Also man entscheidet sich zu Beginn für einen Harbinger, der ist dann einem gewissen Gott angehörig. Zu diesem Gott hin kann man dann eben alle dazu passenden Einheiten spielen, wie zum Beispiel eben Anubi Krieger, Anubi Bogenschützen, Anubi Streitwegen und hat dann eben noch die Möglichkeit, die normalen Stadtbewohner und eben andere Einheiten von anderen Gottheiten als Söldner mehr oder weniger dann mitzunehmen, um gewisse Schwächen aufzufüllen, die man vielleicht in der eigenen Armee hat, oder auch einem gewissen Spielstil zu folgen, den man vielleicht aufbauen möchte. Und da ist man eigentlich dann im Aufbau der Armee recht frei, wie man das möchte. Das heißt, man kann so gut wie alles miteinander mischen, wodurch auch sehr unterschiedliche Armeen entstehen können. Es gibt aber auch hier Einschränkungen für Einheiten, weil zum Beispiel es auch durchaus die Möglichkeit gibt, dass manche Gottheiten überhaupt nicht miteinander können. Und das wird dann natürlich auch abgebildet, eben in diesem Form, dass es hier zum Beispiel heißt, die Typhon, bei denen zum Beispiel Typhon-Krieger oder Typhon-Charaktere kämpfen niemals in Armeen von Hero-Kriegern oder Charakteren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Armee, also einen Harbinger des Hero gewählt habe und mir eine dementsprechende Armee aufbaue mit Hero-Kriegern, Bogenschützen und so weiter, dann darf ich keine Typhon-Einheiten mitnehmen. Und hier eben genau umgekehrt das Gleiche. Und so ist das dann eben, dass ein paar Armeen eben nicht miteinander kämpfen, aber ansonsten eben, wie bereits gesagt, ist man sehr frei, wie man seine Armee aufstellt, mit gewissen Einschränkungen, dass man natürlich, wenn man einem Harbinger einen gewissen Gottes hat, dann hat man hauptsächlich Einheiten dieses Gottes oder eben die neutralen Stadtbewohner, die Menschen. Und für jede Einheit, die man dann eben noch wählt, also jedes Regiment mehr oder weniger, darf man dann Charaktere mitnehmen. Und hier haben wir es zum Beispiel auch als Beispiel, vielleicht ist das besser erklärt oder gleich übersichtlicher, weil man es hier sieht. Wir haben hier eine Beispielarmee, ein Harbinger des Anubis. Der hat 2 Einheiten zu je 10 Anubi-Kriegern dabei und dies erlaubt ihm insgesamt 4 Anubi-Charaktere mitzunehmen. Dafür ist hier die Wahl getroffen worden, einen Helden des Anubi, einen Champion, einen Almbalsamierer und einen Priester des Anubis mitzunehmen. Also das heißt, pro Einheit Anubi, die man mitnimmt, kann man bis zu 2 Charaktere mitnehmen, also 2 Einheiten Anubi, bis zu 4 Charaktere. Dann ging es weiter mit einer Einheit mit 2 Stadtbewohnern, also mit 10 Stadtbewohnerkriegern und erlaubt 2 Assar-Charaktere dem Spieler mitzunehmen, also Menschencharaktere wie zum Beispiel einen Champion oder einen Spion. Und dann als quasi Söldner hat sich hier in der Beispielarmee man sich entschieden, eine Einheit mit 10 Hero-Kriegern zu wählen. Und dafür war es dann aber nicht möglich, 2 Charaktere der Hero mitzunehmen, sondern nur einen. Man könnte aber stattdessen, weil man eben Schwerpunkt Anubi spielt, hier auch einen weiteren Anubi-Charakter mitnehmen. Auch das wäre dann möglich. Und dann zusätzlich ist noch eine Einheit mit 10 Totanem-Kriegern dazugekommen. Und das erlaubt es wieder, entweder weil das Söldner sind,
eben nur ein Charaktermodell mitzunehmen und hier wieder die Möglichkeit, entweder einen Totanem-Charakter mitzunehmen, wie hier passiert, oder eben einen Anubi-Charakter zusätzlich. Und um das Ganze dann abzuschließen, sind dann noch 6 Streitwegen dazugekommen. Und das wäre dann ungefähr so eine Turnierarmee mit 1000 Punkten, beziehungsweise hier sogar wahrscheinlich mehr, weil wir hier schon einen K-Wert von 4 haben und eben diese Disziplinwert des Harbingers, was im Profilwert plus den K-Wert ergibt dann den Kommandowert und das ist die maximale Einheit von Einheiten, die ein Modell mitnehmen kann. Also würde man hier sagen, das dürfte ungefähr einer Armeegröße von vermutlich 1500 Punkten entsprechen. Und hier aber auch wieder das Thema, das sind nur die Bestandteile der Armee und noch nicht die Organisation. Das heißt, man könnte diese Armee dann unterschiedlich auch noch aufstellen, wie hier gezeigt. Eben in Bezug auf, weil man hat eben die Möglichkeit, wenn man sagt, man hat hier 6 Streitwegen, dann könnten diese als Einzelmodelle bzw. Einheiten operieren. Aber man hat auch die Möglichkeit, diese Streitwagen zu benutzen, um darin seine Charaktere zu transportieren. Die können auch während des Spiels dann ein- und aussteigen. Aber in diesem Fall hier, der ersten Organisation, hat sich der Spieler dann entschieden, den Harbinger des Anubis direkt in einen Streitwagen zu geben, den Einbalsamierer, den Gefechtsmentor, alle 3 Charaktere bereits zu Beginn des Spiels in einen Streitwagen zu setzen. Dann der Priester des Anubis ist als unabhängiges Modell, wie auch der Spion und der Artifex. Die sind eben unabhängig voneinander unterwegs und keiner Einheit zugeteilt oder in keinem Streitwagen. Und hier zum Beispiel haben wir eine Einheit von Anubi-Kriegern mit einem angegliederten Champion. Also dort wurde bereits zu Beginn des Spiels der Champion, der vorhin als Charaktermodell hier gewählt wurde, als 11. Modell in die Einheit hinzugestellt. Dann hier die Bogenschützen sind wieder alleine unterwegs, nur zu 10 und bei den 10 Startbewohnern ist der Champion, der Startbewohner, den wir hier oben hatten, der Asar-Charakter, der Champion, auch wieder im Regiment mit dabei. Aber man hätte eben auch die Möglichkeit, die Armee anders aufzustellen, wie hier in der zweiten Variante. Dort sind die Charaktere-Modelle unabhängig unterwegs, also nicht im Streitwagen. Dann auch hier die Anubi-Krieger sind alleine unterwegs. Und dafür spielt man 2 Einheiten aus jeweils 3 Streitwagen und hat hier einmal einen Anubi-Champion und einen Anubi-Helden als Passagiere mit dabei. Also auch das wäre eine legale Variante, wie man diese Armeeliste spielen könnte, ausgehend von dieser Beispielarmee von den gewählten Einheiten hier oben. Und da ist man eben dann sehr, sehr flexibel, wie man seine Armee dann, nachdem man sie aufgestellt hat, dann eben spielt. So, und jetzt noch zu dem Zusatz, den ich gesagt habe, vorhin zu Beginn des Videos, dass man eben hier nicht nur diese ägyptischen Einheiten und Armeen spielen kann, sondern auch noch andere. Und zwar hinten hier bereits im Buch, eben in die, wie gesagt, zweites Editionsbuch von 2004, beziehungsweise die deutsche Variante 2008 und nach wie vor aktuell, wurde bereits auf der letzten Seite War Gods of Olympus angeteasert. Und hier ist es dann eben so, das ist ein komplett kompatibles Spiel mit dem War Gods of Ägyptus hier, verwendet die genau gleichen Regeln. Der einzige Unterschied sind in erster Linie die Armeen. Man hat eben die Titanen, die man spielen könnte als Armee mit Großfiguren, so ein bisschen vergleichbar mit einer Armee aus, keine Ahnung, Trollen oder vielleicht Riesen. Eben sehr viel weniger Modelle, dafür sehr viele Charaktermodelle dabei, die eben einzeln agieren. Und ansonsten hat man eben typisch griechische Armeen. Man kann eben Sparta spielen, man kann Athen, glaube ich, spielen. Man hat auch mittlerweile die Möglichkeit, Amazonen zu spielen, beziehungsweise hatte man die schon länger, aber jetzt gibt es auch eine Figurenrange dafür. Und es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Fraktionen, die man spielen kann. Bei War Gods of Olympus
und dafür gibt es dann auch ein eigenes Regelsystem, das eigentlich vom Regelinhalt her gleich ist wie dieses hier, mit eben dann nur den anderen Einheiten, aber auch der Aufbau der Armee funktioniert grundsätzlich gleich. Man hat eben einen Harbinger, vielleicht heißt es jetzt auch bei Olympus anders, ich habe dieses Buch leider nicht, seinen Harbinger mehr oder weniger auswählt und auf Basis dessen dann seine Armee zusammenstellt. Und in erster Linie unterscheiden sich dann eben die spielbaren Armeen, die man hat, mit dem Unterschied, glaube ich, hier gibt es keine Phalanxregel, die gibt es dann aber zum Beispiel bei den Olympus-Einheiten und zusätzlich dazu gibt es dann eben noch War Gods of Hyperborea. Da gibt es aber nur ein einzelnes kleineres Heft, das eben wieder die gleichen Regeln verwendet und wo dann die Wendigos quasi eingeführt werden als spielbare Fraktion, die man spielen kann. Gut, und damit schließe ich hier das Video ab. Ich denke, ich habe hier einiges an Informationen rausgehauen zu dem Thema und ich wollte euch das Spiel einfach mal vorstellen, weil das ist bei uns, glaube ich, so gut wie unbekannt. Ich kenne zumindest niemanden, der schon wirklich was davon gehört hatte oder der es eben gesagt hat, dass er das Spiel kennt, aber vielleicht mal einen Blick wert, wenn man in Richtung dieser Regimentssysteme geht oder interessiert ist daran, aber mal was anderes haben möchte, eben mit Ägypten und Griechen mehr oder weniger und eben nicht unbedingt die typischen Fantasy-Armeen und Fantasy-Welten. Und auch, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ganz zum Abschluss hier zu sehen, es gibt natürlich auch Untote, die sich dann durchaus zusammenschließen können aus untoten Einheiten der verschiedenen Fraktionen und die funktionieren regeltechnisch einfach ein bisschen anders, von den Grundkonzepten her gleich, aber eben dadurch, dass das eine Armee ist, die aus Untoten besteht, zusammen mit dem Umstand, dass man hier wirklich alles mischen kann an Einheiten, funktionieren sie einfach ein bisschen anders in der Hinsicht, dass sie einfach ein paar Zusatzregeln und Sonderregeln haben, die dann speziell für die Armee und eben für Untote gedacht ist. Und ja, damit schließe ich das Video ab und wie schon gesagt, zu Beginn des Videos würde es mir sehr viel helfen, wenn ihr das Video kommentiert, ein Like für das Video gebt und auch natürlich die anderen Videos und eventuell auch weiter sagt, dass es den Kanal eben gibt. Und wenn ihr es selbst noch nicht gemacht habt, vielleicht ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Und damit hätte ich gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Und da habe ich mir schon ein bisschen was überlegt. Das Video ist schon in Vorbereitung. Da kommt etwas Neues, das ich so bisher noch nicht auf dem Kanal hatte. Also wenn ihr das auch nicht verpassen wollt, auf alle Fälle Abo dalassen. Und somit verabschiede ich mich. Nochmal ein frohes neues Jahr und bis zum nächsten Video. Ciao!